Wir haben einen alten Hof gekauft und sind dabei umzuziehen von unserem Hof in Schweden zum neuen Hof in Norwegen. Solch ein Projekt bringt immer mehr Überraschungen mit sich, als man denkt. Doch die Probleme scheinen einfach nicht abzureißen. Umso wichtiger ist es, sich ab und zu eine Auszeit zu gönnen und die wundervolle Natur hier zu genießen. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan für die nächsten Wochen. Während es im Garten wachsen und gedeihen sollte, wollte ich ein Kräuterbeet und ein Blühbeet anlegen und auch einen Obst- und Beerengarten. Ich hatte sogar schon mit dem Kräutergarten angefangen. Doch das unerwartete und offenbar auch sehr ungewöhnliche kalte Wetter in diesem Jahr hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es wächst einfach nicht bei nur 12 Grad und ständigem Regen. Es ist alles noch so klein und mickrig und wächst einfach zu langsam. Und es sieht so aus, als würde ich dieses Jahr einen Totalausfall bekommen, was den Gemüsevorrat angeht. Bis auf die Kartoffeln. Die wachsen gut und die ersten fangen an zu blühen. Die 12 Reihen Lagerkartoffeln habe ich fertig per Hand gehäufelt, da wir hier noch keinen Traktor und keine Gerätschaften haben. Es hätte natürlich Sinn gemacht, auch die Frühkartoffeln zu häufeln. Das tun wir normalerweise auch. Doch ich bin einfach nicht so schnell gewesen mit einfacher Körperkraft. Nun lasse ich die Frühkartoffeln einfach wachsen, denn alles fängt schon an zu blühen. Und ich fange sowieso bald an, sie nach und nach zu ernten, denn mein Vorrat an Kartoffeln vom letzten Jahr neigt sich dem Ende zu. Hier kommt nun ein kleines Update zum Hof und unseren Problemen, bevor ich euch mehr über den Garten, die Arbeit auf dem Hof und ein großes Gewächshaus erzähle und zeige. Und natürlich auch wieder Bilder über Norwegen, denn Filmen ist mein Hobby. Arbeit und Erholung. Beides ist gleichermaßen wichtig in einem Leben als Selbstversorger, aber dazu später mehr. Hallo, ein kleines Update hier, was den Hof angeht. Zum einen mit dem Gemüsegarten, es ist viel zu kalt, wir werden ein größeres Gewächshaus brauchen. Heute ist es tatsächlich mal warm, aber sonst war es einfach viel zu kalt und es wächst nicht. Und das hat natürlich zwei Gründe. Einmal durch den Umzug haben wir zu spät angefangen und dann kam dass es echt Kälte war, 10 bis maximal 14 Grad und ja, das reicht nicht. Dann das Update hier zu dem Hof, weil einige natürlich gefragt haben, weil ich hatte ja ein Video gemacht über die Probleme, die es hier gab. Zum einen, ich habe jetzt ein Auto, das ist durch den TÜV gegangen, das habe ich schon eine ganze Weile. Der Marder ist ausgezogen, es stinkt noch ein bisschen im Wohnzimmer, in der Küche ganz wenig nur noch, also kaum, riecht man kaum noch. Er hatte ja seine Toilette unter Küche und Wohnzimmer. So, ich hoffe, der Gestank verschwindet dann auch irgendwann ganz. Dann habe ich jetzt Wasser im Bad und ich habe auch ein Klo jetzt im Haus. Der Wasserschaden, meine Versicherung hier übernimmt das nicht. Die ist der Meinung, das muss die Versicherung vom Verkäufer übernehmen. Dann hat der Verkäufer das eingeschickt und die Versicherung hat ihm geantwortet, nein. Das muss die Versicherung übernehmen, die er auch noch hat. Das ist eine Käufer-Verkäufer-Versicherung. Dann haben wir das dahin geschickt. Die hat sich gemeldet und hat gesagt, nein, das ist die Versicherung vom Verkäufer, die zuständig ist. Die ja schon gesagt hat, nein, sie ist nicht zuständig. Jetzt habe ich da nochmal einen Brief hingeschickt, der nicht mehr ganz so nett ist. So, mal gucken, da warte ich auf Antwort. Mal gucken, was habe ich hier noch auf meinem Zettel. Der Hof hatte ja eine Frist, ein Vorkaufsrechtfrist für andere, die ist abgelaufen, so der Hof gehört uns jetzt. Der Hof in Schweden wird jetzt also verkauft. Mein Mann ist am Packen und kümmert sich dort dann um alles. Aber auch da hatten wir dann ein neues Problem. Der Blitz hat irgendwo in der Nähe eingeschlagen und hat also die Hälfte aller elektrischen Geräte zerdeppert. Stromzaungerät von den Pferden, Laptop und so weiter.
Ein ziemlich großer Schaden, so da bin ich mal gespannt. Da muss ich mich dann auch noch mit der Versicherung auseinandersetzen. Aber ja, da habe ich so ein bisschen das Vertrauen verloren jetzt, was Versicherung angeht. So, wir werden sehen. Dann haben wir ein paar neue Probleme auch, außer dem großen Stromproblem, also elektrische Geräteproblem. Da sind ein paar Sachen mit den Pferden, aber dazu im nächsten Video, denn das führt hier zu weit. Und aber auch eine schöne Sache dazu mit den Pferden. Und dann ein neues Problem hier auf dem Hof. Ich wurde krank, und zwar ziemlich krank. Ich hatte Schmerzen im ganzen Körper. Es war keine Corona. Ich hatte vermutet, es wäre Borreliose, denn ich hatte einige Zecken. Habe mich dann halt beim Arzt gemeldet und musste dann natürlich auch kommen, weil wenn das Borreliose ist, muss man ja was dagegen tun. Aber es ist keine Borreliose, es war eine Campylobacter-Infektion, beruhend auf einem verseuchten Brunnen hier. Das heißt, der ist nicht heftigst verseucht, sonst wäre ich viel früher krank geworden. Ich habe das ja mehrere Wochen getrunken. Jetzt muss ich es aber abkochen, damit ich nicht wieder krank werde, und wir müssen eine neue Brunnenbohrung machen, denn dieser Brunnen ist nicht zu retten. Also den haben wir uns angeguckt, also es ist mehr lohnend, eine neue Brunnenbohrung zu machen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, denn neues Haus, neue Probleme, so ist das immer. Und es werden sicherlich noch mehr Probleme auftauchen. Dafür gibt es dann später Updates. Und jetzt genießt das Video. Während es immer wieder regnet und es wirklich viel zu kalt ist, entdecke ich an 3 Stellen im verwilderten Garten rote Beeren, Johannisbeeren. Also zücke ich die Sense, lege die Büsche frei und ernte die reifen Johannisbeeren. Dann lege ich Netze über die Büsche, denn die Vögel hier sind in Scharen hinter den Beeren her. Da alles kaum wächst, habe ich noch mehr schnell wachsende Pflanzen wie Radieschen und Erbsen gesät. Und ich habe die ersten Radieschen geerntet. Was mache ich aber mit so viel Radieschen auf einmal? Da man auch das Kraut essen kann, gibt es gebratene Radieschen mit Kraut, Äpfeln und Kartoffeln zu essen. Und dann bekomme ich noch einmal Besuch, dieses Mal aus Österreich, von meiner wunderbaren Freundin Anja und ihrem lieben Mann Andreas. Ja, er heißt wie mein Mann. Pause im Alltag. Da Anja genauso gerne mit dem Fotoapparat in der Natur herumstreift wie ich, haben wir den ersten Tag ohne Regen genutzt und sind hinauf in die Berge gefahren. Und dort sind ein paar wundervoll schöne Erinnerungsfotos entstanden. Arbeit und Erholung sind gleichermaßen wichtig in einem Leben als Selbstversorger. Ich verdiene mein Einkommen von zu Hause aus, als Autorin, Künstlerin und auch mit diesen Videos hier über mein Leben als Selbstversorger. Da verbinde ich Erholung gerne mit Filmen für euch.
Film der wunderbaren Natur, die mich hier umgibt. Für mich ist das eine Quelle für neue Energie und Kraft, um danach gestärkt wieder an die viele Arbeit als Selbstversorger zu gehen. Und auch an meine Arbeit vor dem Computer, um Videos zusammenzuschneiden und um an neuen Buchprojekten und Kunstprojekten zu arbeiten. Im Moment entwerfe ich den 9-Wochen-Gartenkalender für das nächste Jahr. Dieses hier ist der von diesem Jahr. Und ich arbeite an meinem ersten Mandala-Malbuch, einem Elch-Mandala-Malbuch für euch, das ich hoffentlich noch vor Weihnachten fertig kriege. Und hier seht ihr einmal hinter die Kulissen. Denn genauso wie Anja stehe ich auch oft da, Hintern raus, völlig verdreht, um den besten Winkel zu bekommen. Oder einfach dasitzen und genießen, nachdem man die Schönheit eingefangen hat. Genießt es so wie ich, bevor es mit neuer Kraft ans Gewächshaus bauen geht. Zeit für sich selbst und für die Schönheit der Welt zu haben, ist für mich genauso wichtig wie die Arbeit. Kraft tanken, Energie sammeln aus der Natur. Ich weiß jetzt auch, warum es hier so viel regnet. Denn ich habe eine richtig süße kleine Geschichte gelesen. Und zwar ist es nämlich so, es regnet hier so viel, weil als Gott diesen Teil von Norwegen, das heißt Vestlandet, also als Gott Vestlandet fertiggestellt hatte, hat er sich hingestellt und hat das überblickt und hat gesagt, wow, das ist das Schönste, das ich jemals erschaffen habe. Das muss ich jeden Tag waschen. Es ist ein extrem kalter und nasser Sommer und die Bauern hier jammern und haben große Probleme. Doch so etwas kann natürlich immer mal wieder passieren. Also brauchen wir dringend irgendwann ein größeres Gewächshaus, wo man die wärmeliebenden Pflanzen vorziehen kann. Ein größeres Gewächshaus plante ich für das nächste Jahr, denn ich habe hier unendlich viel zu tun. Doch eines Morgens verkündete mir mein Besuch, dass sie mir ein Gewächshausgerüst hinstellen wollen, um mir zu helfen. Und nicht nur das, sie wollen es mir sogar sponsern. Meine Versuche, solch ein enorm großzügiges Angebot dankend abzulehnen, scheiterten kläglich. Manche Menschen können extrem hartnäckig und überzeugend sein. Hier also noch einmal ein riesiges, dickes, von Herzen kommendes Dankeschön an 2 rettende Engel. Danke, Anja und Andreas aus Österreich. Und während Andreas baut, stelle ich meinen Zaun fertig, Schutz gegen Hirsche. Und ich bin auf Abruf bereit, wenn Andreas eine helfende Hand nötig hat. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann lasst mir doch gern ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr darüber informiert, wenn das nächste Video online geht. Bis dann, alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen.